Moin Moin, hier ist wieder Dennis von Easy Feedback. Kurze Frage. Wenn du an deinem Auto, an deiner Frontscheibe einen Steinschlag hast, was machst du dann? Klar, richtig, du fährst irgendwo hin und lässt die Scheibe reparieren, ist ja einleuchtend. Wenn du jetzt zum Beispiel für abends Freunde oder Bekannte eingeladen hast und du hast keinen Wein oder kein Bier mehr zu Hause, was machst du dann als nächstes? Klar, du gehst los und besorgst neue Getränke für den Abend. Und wenn ein Mitarbeiter bei dir kündigt, was machst du dann? Dann wirst du sicherlich einen neuen Mitarbeiter einstellen. Macht ja auch Sinn. Aber ist das denn cool, einen neuen Mitarbeiter einzustellen? Die Frage wäre doch viel eher, was kannst du machen, damit du keinen Mitarbeiter verlierst und keinen neuen Mitarbeiter einstellen musst? Und genau darum geht es heute. Ich möchte mit euch über Maßnahmenplanung sprechen, die ihr aus den Ergebnissen rausziehen könnt. Habt ihr Lust drauf? Dann kommt doch einfach mit. Wir haben da hinten schon ein bisschen was vorbereitet. Das könnt ihr dann auch, beziehungsweise die Tipps, die ich euch gleich gebe, könnt ihr für eure nächste Befragung umsetzen. Relativ einfach. Ich habe zwei Tipps für euch. Ich denke, ihr kennt sie, beziehungsweise einen davon werdet ihr sicherlich kennen. Aber im Eifer des Gefechts oder im Eifer der Umfrageerstellung kann das immer mal wieder passieren, dass der eine oder andere Tipp, den man im Kopf hat, dann doch vergessen wird. So, was machen wir gerade? Also ich hatte jetzt vor circa 2 Monaten hatte ich angekündigt, dass wir eine neue Umfragevorlage bzw. ein neues Thema an den Start bringen. Dort ging es um die Mitarbeitermotivation. Das finde ich jetzt gerade hierfür sehr passend, weil ich habe mich in der Zeit, als ich diesen Fragebogen entworfen habe, habe ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und natürlich Fragen entworfen, wie wir die Mitarbeitermotivation messen können, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Das ist also von daher ein sehr passendes Thema. So, ganz klar ist die erste Frage gewesen, lieber Mitarbeiter, was motiviert dich, hier bei uns deine Arbeit zu tätigen? Das ist ja auch der Kern der Befragung. Aber im selben Zuge habe ich mir die nächste Frage gestellt und die nächste Frage lautete, welche Maßnahmen haben wir denn davon schon bei uns im Unternehmen umgesetzt? Das heißt, wo muss ich eigentlich aktiv werden? Und das knüpft halt auch wieder an das Ursprungsthema an, wenn wir über Maßnahmenplanung sprechen. Auf der einen Seite erfragen wir den Ist-Zustand und auf der zweiten Seite dürfen wir halt nicht vergessen, das wäre jetzt mein erster Tipp an euch, den Soll-Zustand, wie man so schön sagt, auch zu befragen. Das heißt, was herrscht eigentlich bei uns im Unternehmen vor? Weil nur darauf aufbauend kann ich halt wissen, welche Maßnahmen ich einleiten muss und welche ich eigentlich gar nicht einleiten muss, weil sie schon da sind. So, das heißt, wir haben als erstes immer die Ist-Situation. Ne? Wie ich eben gesagt habe, das Ganze jetzt am Thema der Mitarbeitermotivation als einfaches Beispiel, aber ich kann das halt auch in andere Themenbereiche transferieren. Wenn ich zum Beispiel über die Kundenzufriedenheit spreche und eine klassische NPS-Frage stelle und dort abfrage, ob der Kunde zufrieden ist, dann kann ich ihn halt auch fragen, wie hoch seine Zufriedenheit ist. Er wird das beantworten. Aber die nächste Frage, die ich ja sofort im Kopf habe, ist, warum ist das so? Das heißt, der zweite Bereich ist dann das Soll. Ist das Soll. Wir können in Klammern auch Warum schreiben, weil genau aus diesem Warum können wir dann ja später die Maßnahmen ableiten. Wenn wir das Warum nicht kennen, wird es natürlich immer sehr schwer. Und auch wieder zurück zu der Mitarbeitermotivation. Wenn ich weiß, was meine Mitarbeiter motiviert und wenn ich weiß, was wir schon haben, dann kann ich halt dementsprechend die Maßnahmen da ableiten. So, das wäre jetzt der erste Tipp. Denkt immer bitte daran, wenn ihr eure Befragung aufbaut, fragt nach dem Zustand und fragt danach auch, warum das so ist. Das Warum müsst ihr jetzt nicht unbedingt bei jeder Frage oder bei jeder Antwortoption einblenden. Da könnt ihr mit Logiken und Filtern arbeiten zum Beispiel. Das heißt, wenn jemand eher unzufrieden ist, kann ich ihn natürlich fragen, warum er unzufrieden ist. Oder wenn jemand sehr zufrieden ist, kann ich ihn vielleicht auch dahingehend fragen. Wobei bei den Dingen, die ja gut laufen, da brauchen wir uns nicht verbessern, sondern wir gucken ja eher auf die Punkte, da wo es nicht gut läuft. So, was ich am Ende erhalte, ist, ich erhalte eine ganze Menge an Antworten, was wir auch brauchen. Das heißt, wenn ich hier rausgehe, bekomme ich sehr, sehr viele Antworten von meinen Teilnehmern. So, wenn wir das jetzt nochmal in einem zweiten Diagramm oder in einer zweiten Visualisierung darstellen, das heißt, ich habe am Ende einen Riesentopf, wo sehr viele Antworten reinlaufen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, über Maßnahmenplanung, dann ist der erste Schritt getan. Das heißt, wir haben erfahren, wo unsere Schwachstellen sind, wo wir uns verbessern können und haben dann einen Riesentopf mit Informationen. Und aus diesen Informationen müssen wir nun die Maßnahmen rauskristallisieren, wo wir der Meinung sind, dass sie den stärksten Impact haben,
wo wir der Meinung sind, dass wir am stärksten dran glauben und welche auch am einfachsten umzusetzen sind, beziehungsweise am schnellsten, damit wir den größten Effekt haben. Dazu haben wir bei uns im Ressourcenbereich auf der Website, da müsst ihr mal runtergehen, runterscrollen und gucken, da gibt es eine Excel-Datei, einen Aktionsplaner mit dem ICE-Score. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Der ist jetzt an der Stelle für die Custom Experience gebaut worden, aber ihr könnt es einfach auch nutzen für andere Themen, weil die Mechanik eigentlich immer die gleiche ist. Das heißt, das Prinzip von dem ICE-Score ist einfach, dass ihr eine Tabelle aufbaut, beispielsweise in Excel, sage ich jetzt mal, und ihr tragt hier vorne dann dementsprechend die Maßnahmen ein und habt dann die erste, zweite, dritte und so weiter Maßnahme. Was ihr dann hintenrum macht, ist, dass ihr noch 3 Scores vergebt. Also der erste Score ist der Impact. Das heißt, ihr schätzt zwischen 0 und 10, wie hoch der Impact der Maßnahme sein wird. Als zweites kommt die Confidence. Hier geht es darum, wie stark ihr an diese Maßnahme glaubt, dass dieser Impact wirklich eintritt. Und im dritten Teil geht es darum, über Ease. Hier geht es einfach nur darum zu bewerten, wie einfach diese Maßnahme umzusetzen ist. So, wenn ich alle 3 Werte habe, dann bilde ich daraus einen Durchschnittswert und bekomme dann hier hinten einen Wert zwischen 0 und 10 raus. Und ich sage jetzt mal, der hat eine 8,5, die Maßnahme. Und die zweite Maßnahme hat einen Durchschnittswert von 9. Und so kann ich jetzt aus all den Antworten, die gekommen sind, wenn ich die ein bisschen gruppiert habe, wird es natürlich ein bisschen einfacher, kann ich mir meinen ICE-Score aufbauen und habe dann am Ende meine Durchschnittswerte, die kann ich mir sortieren und kann halt sagen, okay, diese Maßnahme setzen wir um, diese Maßnahme und diese Maßnahme, weil das sind die mit dem größten Impact in der schnellsten Zeit, mit der größten Wirkung. Genau, das sind meine 2 Tipps für euch heute. Zum einen, bitte immer dran denken und nicht vergessen, ihr fragt nach dem Ist-Zustand und immer das Warum mit abfragen, weil nur so wissen wir ja, warum es so ist. Und wenn ihr dann in die Maßnahmenplanung reingeht, nutzt am besten diesen ICE-Score. Das ist eine relativ einfache, simple Tabelle. Damit könnt ihr das strukturieren, einfacher aufbauen und könnt so wesentlich schneller Maßnahmen umsetzen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen für eure nächste Befragung oder auch für vergangene Befragungen, dass ihr da vielleicht nochmal an den Ergebnissen ein bisschen rumschraubt, beziehungsweise dort nochmal reinschaut und guckt, welche die relevantesten sind für die Umsetzung, beziehungsweise auch wenn ihr welche umgesetzt habt, könnt ihr das natürlich auch mal gegenmessen, ob der Effekt wirklich so eingetreten ist, wie ihr es geplant habt. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei euren weiteren Umfragen und bis dahin.